Zeit zum Kochen. Erstmal Zwiebeln. Schön in Öl anbraten, das können auch gröbere Stücke sein, die werden sowieso püriert. Ein bisschen Hack auftauen. Geschälte Tomaten in Tomatensaft. Rein damit. 2 von diese kleinen Dosen oder eine große. Beide mit 3/4 Liter Wasser oder so nochmal auffüllen und durch hier rein. Eine halbe oder eine ganze Tube Tomatenmark. Ich mache immer eine ganze in letzter Zeit. Gute 5-6 Löffel Delikatessebrühe mit so einem Löffelchen. Jetzt die heilige 3 Gewürze, Oregano, Thymian und Majoran. Hier recht großzügig sein, weil das macht echt den Geschmack aus. So. Bei allem, ne? Schön was rein. Das ist alles, das ist A und O. So, das andere auch noch. Einfach nach Gefühl. Schön ein bisschen was rein. Das schmeckt sehr gut. Bisschen Pfeffer mit rein. Das ist krebserregende Wurzel. Ganz wichtig, das schmeckt gut. Kannst auch Kräuter der Provinz. Das ist ein bisschen von allen. Da sind auch die 3 heiligen Gewürze drin. Das, ja, schmeckt auch gut. Das ist ganz wichtig. Das Würzen ist das Allerwichtigste beim Kochen. So, ein bisschen Salz mit rein. Das ist auch ganz wichtig. Brauchst nicht so viel. Da kommt noch Salz durch den Hack mit rein später. Ganz wichtig ist auch Zucker, damit es ein bisschen süßer wird. Umso leckerer wird es dann. Brauchst nicht so viel, aber je nach Geschmack kann man wieder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Ich habe noch eine Geheimzutat meiner scharfe Chili, die mache ich mit rein. Das ist natürlich sehr lecker. Dann kommt man noch ein bisschen im Schwitzen. Jetzt brauchst du einen Stabmixer. Das ist ein Stab, der die Soße mixt. Wenn du denkst, du bist fertig, dann pürier lieber noch mehr. Das wirst du nicht bereuen. Beim Einpacken des Stabmixers, Kabel an der Außenseite, da geht es ja auch nicht kaputt. Ich habe gerade die Soße probiert, das schmeckt schon super. Habe hier schon kochendes Wasser, dann mache ich jetzt die Spaghettis rein. Hier machen wir jetzt den Hack anbraten. Beides ist gleichzeitig fertig und dann können wir schon langsam essen. So, Hack rein. So, alles auseinander. Mit Salz und Pfeffer würzen. So, Salz. Krebserregende Wurzeln mit rein. Ganz wichtig. So, jetzt habe ich auch Nudeln drin und ich brate den Hack noch an. So, jetzt kannst du den ganzen Hack in die Soße machen und wichtig auch der ganze Öl mit rein. Der Öl macht einen enormen Geschmacksunterschied. So, alles drin. Jetzt am besten sofort abwaschen. Jetzt ist es noch voll einfach. So, schon ist alles wieder abgewaschen. Ganz wichtig, die Soße ist zwar ganz schön dick, aber sie wird nicht gut an die Nudeln haften. Dafür brauchen wir jetzt Speisestärke. Am besten du reißt diesen Karton auseinander und packst es in so einen Behälter, dann brauchst du dich nie wieder stressen. So, gute 2 Löffel in die Tasse. Jetzt nicht einfach in die Soße werfen, dann kriegst du diese holländische Holzklumpen. Das willst du nicht haben, das habe ich auch schon gemacht. Und zwar jetzt Wasser mit rein und sofort umrühren. Jetzt sieht es aus wie Milch und sofort da rein und rühren. Das wird ganz schnell ganz dick. So, alles ist drin. Jetzt ist eine ganz schön dicke Soße geworden. Das wird jetzt immer dicker werden, je mehr es kocht. Wichtig ist, Temperatur runter, denn jetzt kann es anbrennen, vorhin nicht. So, der Timer hat geklingelt, die Nudeln sind schon fertig. Die Nudeln im Sieb abgießen und sofort auf den Teller. Nicht die Soße vergessen, umrühren. Der wird schon richtig dickflüssig jetzt. Man kann jetzt Spuren so hinterlassen und das ist auch schwer jetzt. Das ist super. Das ist echt super. Jetzt nicht sofort essen gehen, einmal kurz abwaschen, sehe nur 2-3 Töpfe und dann hast du den ganzen Abend deine Ruhe. Schon ist bei mir wieder alles abgewaschen, die Nudeln sind sogar noch feucht, keine Töpfe, keine Sieb, keine Becher, alles wieder fertig. Das schaut doch lecker aus. Und nochmal einen kleinen Notiz, die Soße hält jetzt 3 Tage, kannst du im Kühlschrank aufbewahren. Wenn du 6 Tage davon essen möchtest, kannst du natürlich einen Teil jetzt einfrieren, das mache ich auch, dann hast du jetzt 3 Tage und dann irgendwann später nochmal 3 Tage, weil es ja frisch eingefroren wurde. Natürlich kurz abkühlen lassen, ne?